Der Utenic MC1 ist ein Kombimodell mit Saug- und Wischfunktion in einem. Hinzu kommt, dass der Saugroboter in der Station selber leer gesaugt wird und dort dann auch die beiden Mops gereinigt werden. Diese Features lassen die Station um einiges größer werden, weil hier jetzt natürlich ein Frischwassertank, ein Schmutzwassertank, ein Staubsaugerbeutel und diverse weitere Pumpen und Motoren Platz finden müssen. Da stellt sich doch direkt die Frage, wie das mit dem Reinigen der Mops so vonstatten geht. Dafür gibt es in der Einfahrt der Station eine abnehmbare Schale. In diese Schale strömt während des Säuberns der Mops Frischwasser ein. Die Mops drehen sich auf einer geriffelten Oberfläche von der Schale und werden somit quasi freigerubbelt, sauber gerubbelt. Zeitgleich sorgt eine weitere Pumpe dafür, dass das dreckige Abwasser wieder aus der Schale abgepumpt wird. Der Saugroboter an sich hat also keinen Wassertank an Bord und muss dementsprechend zum Reinigen und zum Wiederanfeuchten der Mops immer wieder zurück in die Station. Wenn die Reinigung beendet ist, startet ein Warmluftgebläse und das sorgt dafür, dass die Mops schnell trocknen. So entsteht kein Schimmel oder schlechte Gerüche, wenn der Roboter mal ein paar Tage nicht aus der Station kommt. Die Farbe von dem Robby finde ich echt super gewählt, und zwar, weil man keinen Staub auf der Oberfläche sieht. Und das passiert tatsächlich ganz schnell mal, wenn er unter dem Sofa oder dem Bett durchfährt. Am Zubehör für den MC1 wurde tatsächlich nicht gespart. Und zwar gehört dazu 2 Paare von Mops, 2 Staubsaugerbeutel, 2 HEPA-Filter, 2 Seitenbürsten und eine Klobürste darf nicht fehlen. Also ich weiß nicht, warum sie diese Form gewählt haben. Das Ding ist zum Saubermachen, zum Sauberschrubben von der Schale, in der sich die Mops dann reinigen. Warum man da jetzt so eine Mini-Klobürste nimmt, naja. Ach ja, und komplett vergessen habe ich natürlich, in dem Lieferumfang ist auch noch ein Reinigungsmittel, was man mit in das Frischwasser machen kann, und ein Messer, wenn man so will. Das befindet sich in der Station und damit kann man Haare, die sich um die Bürsten oder um die Räder gewickelt haben, durchschneiden. Die App bekommt von mir 4 von 5 Sternen, weil sie nicht sehr gut ins Deutsche übersetzt ist und auch nicht sehr selbsterklärend aufgebaut ist. Hier sollte man sich eventuell nochmal mit einem App-Designer zusammensetzen. Dafür habt ihr jetzt hier aber die Möglichkeit, in meinem Video alle die ganzen Funktionen, die der Robby hat, zu begutachten, und ich erkläre euch auch ganz genau, wie die alle funktionieren, sodass ihr nicht nochmal selbst von null alles irgendwie euch beibringen müsst. Beginnen wir erstmal mit der Einrichtung. Der Robby muss als erstes ja irgendwie ins WLAN gebracht werden. Schon diese Herangehensweise finde ich ein bisschen komisch. Erstmal sei gesagt, dass ihr Adblocker wie zum Beispiel AdGuard und dergleichen abschalten müsst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich versucht habe, diesen Fehler zu finden, um endlich eine WLAN-Verbindung herzustellen. An eurem Telefon aktiviert ihr die Ortungsdienste, Bluetooth und WLAN. Dann verbindet ihr euch mit dem WLAN. Hier wird nur 2,4 GHz als Frequenz unterstützt. Die Utenic-App solltet ihr übrigens auch schon auf dem Smartphone installiert haben. Jetzt schalten wir das Gerät als erstes ein und dann drücken wir die Power- und Ladetaste gleichzeitig für 3 Sekunden. Das Gerät ist jetzt im Pairing-Modus. Dann öffnen wir die App, wählen das entsprechende Modell aus und wählen unser Heim-WLAN aus. Und wie gesagt, hier werden nur 2,4 GHz als Frequenz unterstützt. Was genau damit jetzt gemeint ist, erfahrt ihr übrigens im Laufe des Videos. Jetzt geben wir hier noch das WLAN-Passwort ein. Im nächsten Schritt müssen wir uns mit einem anderen WLAN verbinden, und zwar mit dem WLAN von dem Roboter selbst. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Utenic-App. Und dann versucht sich das Gerät mit dem Heimnetz, also dem eigenen WLAN, zu verbinden. Das klappt nicht immer direkt fehlerfrei. Vergesst nicht, euer Smartphone danach wieder mit dem Heim-WLAN zu verbinden, denn ihr seid jetzt immer noch mit dem Robby verbunden. Diese Einrichtung finde ich übrigens ein bisschen umständlich und naja, es kann nicht sein, dass man hier immer hin und her switchen muss. Das entspricht meiner Meinung nach nicht unbedingt dem neuesten Stand der Technik. Bevor wir den Robby nun fahren lassen, müssen wir den Frischwassertank füllen. Ich gebe hier auch etwas Reinigungsmittel gleich mit dazu. Übertreibt es aber nicht, sonst wird der Boden echt schmierig. Sind wir jetzt das erste Mal in der App, dann existiert keine Map von unserer Wohnung. Die muss sich der Robby nämlich erstmal selbst erstellen. Und das wiederum macht er nur im Automodus. Man kann den Roboter die Wohnung zu Anfang also nicht in einzelnen Zonen erkunden lassen. Die Erkundung muss in einem kompletten Rutsch geschehen. Das bedeutet also auch, dass ihr zu Anfang am besten alle auf dem Boden herumstehenden Teile aufräumen solltet, damit der Roboter zur Erkundung auch überall hingelangt. Also dann auch alle Türen öffnen. Es ist zwar keine Pflicht, aber ich habe für die erste Erkundung auch alle meine Stühle hochgestellt. Euch sollte auch klar sein, dass standardmäßig die Funktion zur Vermeidung von Teppichen aktiviert ist.
Wenn ihr diese abschalten wollt, geht ihr auf die 4 Quadrate oben rechts im Hauptmenü und dann auf Teppichreinigung Präferenzen. Hier können wir jetzt die Funktion umschalten und bei Bedarf auch den Teppichboost aktivieren. An dieser Stelle muss ich Uteniq übrigens mal loben, denn die Teppicherkennung funktioniert wirklich richtig gut. Für eine schnellere Erkennung des Grundrisses der Wohnung wünsche ich mir persönlich hierfür eine spezielle Option namens Erkundungsfahrt oder sowas. So würde ich zum Beispiel gerne das Reinigen des Mobs beim ersten Durchgang deaktivieren, damit die Erkennung der Wohnfläche schneller erfolgt. Leider kann man die automatische Mob-Reinigung nicht komplett deaktivieren. Ich habe daher das automatische Reinigen der Mobs auf das höchste Intervall von 12 Minuten gestellt. Diese Funktion findet man rechts unten auf dem Button, der aussieht wie eine Basisstation. Neben der Funktion, die Mob-Reinigung komplett zu deaktivieren, hätte ich hier zusätzlich gerne auch die Möglichkeit, ein eigenes Intervall anzugeben. Momentan kann man nämlich nur zwischen 6, 9 oder 12 Minuten auswählen. Wo wir jetzt schon mal hier sind, erkläre ich die anderen Funktionen, die ihr hier seht. Modus Trocknen bezieht sich auf den Trocknungsvorgang der Mobs nach dem Reinigungsvorgang. Hierbei wird warme Luft von unten an die Mobs gepustet, sodass die schneller trocknen und dann nicht anfangen zu schimmeln. Diese Funktion finde ich absolut klasse. In der Einstellung Stumm ist dieses Gebläse wirklich sehr leise und trocknet die Mobs dann aber auch mehrere Stunden lang. Im Modus Schnell geht es dann entsprechend schneller. Da auch hier wieder die Option komplett aus fehlt und man keine zeitverzögerte Mob-Trocknung wählen kann, würde ich empfehlen, die Basisstation nicht unbedingt ins Schlafzimmer zu stellen oder den Reinigungsvorgang dann dementsprechend ein paar Stunden vor dem Schlafen durchzuführen. Des Weiteren gibt es hier jetzt noch die Option zum Reinigen der Mobs und zum Absaugen. Selbsterklärend, denke ich mal. Ist der Grundriss der Wohnung fertiggestellt worden, sollte man den auch sofort in der Cloud speichern. Dafür klickt man auf das Map-Symbol rechts, dann auf Kartenverwaltung und dann auf Speichern in der Cloud. Warum ist das jetzt aber so wichtig? Die Firmware des Roboters hat hier und da noch so kleine Kinderkrankheiten. So wurde bei mir der fertig erstellte Grundriss einfach gelöscht. Ich wollte den Roboter in einen bestimmten Raum schicken. Funktion Room Cleaning nennt sich das. Er fuhr aus seiner Station, drehte sich 3-mal im Kreis und sagte Positioning failed, recreating map. Daraufhin wurde die gesamte Map gelöscht und er fing an, im Automodus die gesamte Map neu zu erstellen. Dem kann man entgegengehen, wenn man die Karte in der Cloud gespeichert hat und einfach wieder herstellen kann. Die Entwickler sollten hier auf jeden Fall nochmal nachbessern. Ich habe die Basisstation keinen Zentimeter bewegt, aber aus irgendwelchen Gründen erkannte er die Gegend nicht mehr. Wahrscheinlich, weil irgendeine Tür geschlossen war oder ein Rucksack dann darum stand, der da vorher noch nicht war. Mittlerweile tritt dieser Fehler übrigens bei mir nicht mehr auf. In der App sieht man hier auch gleich, dass man mehrere Versionen seiner Grundrisse wiederherstellen kann. Zurück im Hauptscreen sehen wir links einen Button mit mehreren Ebenen. Klicken wir darauf, dann kann man die Karte anpassen. Aber wie zum Teufel aktiviert man hier den benutzerdefinierten Modus? Da muss man etwas herumprobieren und das zeigt direkt, was ich vorhin mit dieser unklaren App-Struktur meinte. Wir klicken jetzt nochmal auf das Map-Symbol rechts. Neben der Kartenverwaltung von eben gibt es hier noch diverse weitere Funktionen. Erstmal muss man verstehen, dass diese Funktionen immer für die momentan ausgewählte Map gelten. Ihr versteht nicht, was ich meine, oder? Ich habe es anfangs auch erst nicht gecheckt. Man kann hier nach links und rechts wischen und die verschiedenen in der Cloud hochgeladenen Grundrisse auswählen, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Also wählen wir hier erstmal den gewünschten Grundriss durch Scrollen nach links oder rechts aus. Um die Grundrisse voneinander zu unterscheiden, sollte man ihnen in der Kartenverwaltung am besten verschiedene Namen geben oder einfach alle bis auf den aktuellen Grundriss löschen. Mit der Funktion No-Go-Zonen können wir nun entweder Linien ziehen, welche der Robby dann nicht überqueren darf, oder Rechtecke einzeichnen, in welche er nicht hineinfahren darf. Diese No-Go-Zonen beachtet der Roboter strikt, an der Stelle also echt super umgesetzt. Im Reiter Partitionen können wir nun die Reinigung anpassen. Endlich! Hier kann man übrigens auch Räume trennen oder zusammenfassen, falls die automatische Erkennung das mal nicht richtig gemacht hat. Unter dem Punkt Benutzerdefinierter Modus kann man für jeden Raum festlegen, wie stark gesaugt werden soll und wie viele Durchgänge der jeweilige Raum bekommt. Mehr als 2 ist leider nicht möglich. Die Umschaltung dieser beiden Parameter zwischen den jeweiligen Räumen beherrscht der MC1 übrigens tadellos. Ihr dürft jetzt nur nicht vergessen, diesen winzig kleinen Übernehmen-Button oben rechts zu drücken.
Die Reihenfolge, in welcher die Räume gereinigt werden sollen, sowie die Raumnamen kann man hier übrigens auch anpassen. Aber Moment mal, wieso ist der benutzerdefinierte Modus in der Ebenenansicht jetzt immer noch ausgegraut? Tja, das liegt daran, dass man ihn erst unter dem Map-Symbol rechts für die jeweilige Karte aktivieren muss. Vielleicht merkt ihr jetzt so langsam, was ich mit der komplizierten Bedienung der App meine. Wundert euch bitte nicht, dass eure zuvor eingestellte Saugstufe nicht direkt aktiviert wird, wenn ihr den Robby im Automodus startet. Er fährt zunächst in den entsprechenden Raum mit der im Hauptbildschirm eingestellten Saugkraft. Ist er dann in dem jeweiligen Raum angekommen, aktiviert er wie gewünscht eure selbst festgelegte Saugkraft. Während eines jeden Tasks wird der aktuelle Schritt bzw. Status in der App oben links angezeigt. Die Schritte, welche der Roboter als nächstes ausführt, werden zudem immer mit einer Stimme angesagt. Die Stimme sowie die Lautstärke lassen sich in den Einstellungen anpassen. Ich fände es echt schön, wenn man hier nach Veränderung der Sprache oder der Lautstärke einen kleinen Beispielsatz hören würde. Abschalten kann man das Ganze natürlich auch. Sofern ihr manche Einstellungen nicht findet, dann solltet ihr mal unter weitere Funktionen suchen. Das sind diese 4 Quadrate neben dem Zahnrad oben rechts. Ich persönlich finde diese Trennung absolut unnötig und hätte gerne alles unter diesem Zahnrad zu finden gehabt. Man könnte die Liste dort dann ja zum Beispiel in Kategorien unterteilen. So sucht man sich irgendwie dumm und dämlich. Wo wir aber gerade schon mal hier sind. Termin der Reinigung. Hier könnt ihr einen automatisierten Reinigungsplan anlegen. Historie der Reinigung. Das ist quasi wie ein Logbuch. Jede einzelne Reinigung, die durchgeführt wurde, ist hier genauestens protokolliert. Ich finde das echt super. Man kann sogar den exakt zurückgelegten Weg jeder einzelnen Reinigung nachvollziehen. So kann man zum Beispiel mögliche Fehlerquellen identifizieren. Finde ich sehr, sehr fortschrittlich. Bitte nicht stören. Solange diese Funktion aktiviert ist, bleibt der Robby still und die automatisierte Reinigung wird auch ausgesetzt. Einstellungen Absaugstation. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Ihr könnt hier wählen, nach wie vielen Reinigungszyklen die Station den Robby leer saugen soll. Oder das Ganze auch komplett deaktivieren. Komisch, dass das hier möglich ist, aber bei den anderen Funktionen, die kann man nicht komplett deaktivieren. Teppichreinigung Präferenzen. Das habe ich ja bereits am Anfang erklärt. Fernsteuern. So könnt ihr den Robby wie ein ferngesteuertes Auto selbst verfahren. Die Funktion muss allerdings noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden. Die Bedienung ist etwas hakelig und zwischen dem Drücken einzelner Richtungstasten entstehen immer so Verzögerungen. Aber dass es die Funktion überhaupt gibt, finde ich echt toll. Finde meinen Roboter. Ja, probiert es einfach mal selber aus. Ich finde die Funktion nicht ganz unsinnig, wenn man ein großes Haus hat und der Robby sich zum Beispiel unterm Bett festgefahren hat. Und man weiß es aber nicht. Verbrauchsartikel. Hier wird euch angezeigt, wann ihr welchen Verbrauchsartikel ersetzen solltet. Habt ihr ihn ersetzt oder wollt ihr ihn länger benutzen, dann klickt ihr auf den Artikel und setzt die Zeit einfach zurück. Keine Sorge, wir sind gleich mit der App durch. Aber es ist doch schön zu sehen, wie viele Möglichkeiten man mit diesem Roboter eigentlich hat, oder? Also weiter im Text. Auf der Hauptseite finden wir unten ein paar Reiter und den Reiter Auto zum Beispiel kennen wir ja schon. Unter Wischen wischt der Robby lediglich, ohne dann zu saugen. Im Reiter Zimmer kann man ein oder mehrere bestimmte Zimmer zur Reinigung auswählen. Die Reiter Zone und selektive Punkt unterscheiden sich nicht groß voneinander. Im Reiter Zone könnt ihr ein beliebiges Rechteck ziehen, in welchem er dann gezielt säubern soll. Auch die Anzahl der Durchgänge kann man für diesen Bereich dann festlegen. Der Reiter selektive Punkt soll wahrscheinlich selektive Punktreinigung heißen. Hier kann man punktuelle Kleckereien mit einem in der Größe nicht veränderbaren Quadrat reinigen. Auch die Anzahl der Durchgänge ist hier nicht frei wählbar. Abschließend kann ich zur App sagen, dass diese sehr gute Ansätze aufweist und vom Umfang her viele Wünsche erfüllt. Wenn Nutanix noch meine Zusätze mit in die App integriert, bin ich rundum glücklich. Die paar wenigen Kinderkrankheiten, die ich genannt habe, sollten demnächst auch durch kommende Firmware-Updates gefixt werden. Wenn das soweit ist, erfahrt ihr es übrigens hier unter dem Video in einem von mir angepinnten Kommentar. Wie sieht's hier eigentlich mit Fernsteuerung aus? Natürlich hat man bei dem MC1 auch die Möglichkeit, das Gerät von unterwegs zu starten oder den Status des Roboters abzurufen. Übrigens, hat man ein Problem, dann bringt einem die neunsprachig ausgedruckte Anleitung leider gar nichts. Ein paar wenige und sehr kurze FAQs und Anleitungen sind in der App integriert. Das Problem hier ist, dass einem zwar gesagt wird, was alles für tolle Funktionen so vorhanden sind, aber nicht, wie man dann durchs Menü dahin kommt und die dann aktiviert. Also die Menüführung wird absolut nicht erklärt. Das hat mich besonders beim Aktivieren des benutzerdefinierten Modus viel Sucherei und Zeit gekostet.
der wohl wichtigste Punkt von allen, der kommt jetzt. Die Saug- und Akkuleistung sowie die Lautstärke aller einzelner Funktionen. Dafür schalten wir mal jetzt zurück in meine Wohnung bzw. in meine Testumgebung. Wer kennt das noch? Das ist die leckere Auffangschale aus dem Toaster, die natürlich jeder immer sauber macht. Jetzt kommt sie gerade ganz gelegen. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen herumkrümeln und zeige euch das dann mal. Meiner Meinung nach ist der Grad der Verschmutzung schon auf jeden Fall hoch. Ne? Und ich glaube, ich habe jetzt die perfekte Einstellung für den Roboter rausgefunden. Also für so eine hohe Verschmutzung, Stufe 3 von 4, was die Saugkraft angeht, und 2 Durchgänge. Gerade in der Küche kann man immer 2 Durchgänge machen. Hier sind Fettspritzer und alles Mögliche. Und ja, bei so einer großen Verschmutzung muss man auf jeden Fall auch 2 Durchgänge dann nehmen, damit es richtig sauber wird. Es sieht aber auch nicht so dreckig aus, wenn der jeden oder jeden zweiten Tag fährt. Ich meine, dann sieht es ja zu Hause nicht so aus. Dann hat er ja kaum was an Dreck zu entfernen. Hier sieht man schon, ein bisschen was hat er liegen gelassen. Dafür ja der zweite Durchgang dann bei so einer starken Verschmutzung. Jetzt macht er ein bisschen Pole Dance. So, der zweite Durchgang hat begonnen. So, jetzt Zwischenpause. Ich habe die Mobreinigung auf 6 Minuten eingestellt. Und während der jetzt die Mobs sauber macht, kurzes Zwischenergebnis. Also von der großen Krümelei ist nach dem ersten Durchgang noch ein bisschen was übrig auf jeden Fall. Ja. Ist aber okay, finde ich.
Und im zweiten Durchgang muss das jetzt aber auch weg sein. Fängt genau da an, wo er aufgehört hat. Das gefällt mir sehr gut. Wischt jetzt in einem anderen Muster. Also nochmal so zwischendurch, das was er übrig gelassen hat, das sind Macken in der Fliese. Hier ist ein Krümel übrig geblieben. Macke in der Fliese. Hier sehe ich einen Krümel, den er übersehen hat. Aber sonst ist die Reinigung wirklich tipptopp. Nicht mehr zu sehen von der großen Krümelei.
Der Punkt Reinigung und Wartung spielt bei einem Saugroboter mit Wischfunktion eine große Rolle und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Gerade durch die integrierte Wischfunktion muss man hier ein paar Punkte beachten, um Schimmel und schlechte Gerüche zu vermeiden. Am häufigsten sollte man auf jeden Fall die Schale reinigen, in welcher der Robby seine Mops säubert. Hier wird zwar das dreckige Wasser wieder abgesaugt, aber die Schmutzpartikel bleiben natürlich trotzdem in der Schale liegen. Man kann die ganze Schale ganz easy mit den seitlichen Clips lösen und in der Dusche dann mit der Brause und etwas Putzmittel einfach abduschen. Dann als nächstes und eigentlich auch komplett selbstverständlich ist das Auswaschen des Schmutzwassertanks. Dieser sowie der Frischwassertank lassen sich ganz einfach aus der Station herausheben und die lassen sich dann so ähnlich wie so eine Brotbüchse an der Seite öffnen. Also hier sehen wir schon mal schön, dass das Wischen auf jeden Fall was bringt. Mal schön die Suppe hier so ein bisschen rumschütteln. Kann mir keiner sagen, dass der Utenic MC1 nicht gut wischt. Also der nimmt auf jeden Fall was mit, wie man das hier sieht. Die beiden Mops sollten laut Utenic auch nach jeder Reinigung ausgewaschen werden. Gerechnet daran, wie oft man einen Mop auswaschen muss, wenn man die ganze Wohnung von Hand wischt, finde ich das auch völlig in Ordnung. Die Mops sind mit Klett an den beiden rotierenden Halterungen befestigt. Und noch viel geiler ist, dass die Halterung ganz einfach mit einem Magneten an der Achse vom Robby angehangen wird. Dann muss man nicht mal jedes Mal das Klett ablösen. Ansonsten lässt sich natürlich auch die vordere Rolle und die Walze abnehmen, sodass man die Haare, die sich darum gewickelt haben, entfernen kann. Dafür gibt es dann auch dieses schöne Messer, was wir in der Station finden. Den im Roboter enthaltenen Staubbehälter kann man aus dem Gerät entnehmen, öffnen und auch unter Wasser ausspülen. Auch der hier drin enthaltene HEPA-Filter kann ganz einfach ausgetauscht werden. Werkzeug benötigt man lediglich zum Demontieren der Seitenbürste. Wie oft sollte nun was gereinigt werden? Auch darauf hat Utenic eine Antwort und zwar mit dieser schönen Tabelle. Wichtig ist auch, dass man die vielen Sensoren am Robby und an der Station sauber hält, weil das sonst zu Fehlfunktionen kommen kann und der Roboter sich vielleicht dann noch verfährt. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob Utenic meine Kritikpunkte erhört und meine Wünsche umsetzt. Der Chat-Support in der App ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und hier wird einem wirklich mit nicht allzu langer Wartezeit geholfen. Was ist jetzt eigentlich mit diesem 2,4 GHz WLAN gemeint? Wenn du einen neueren Router hast, dann gibt es die Möglichkeit, die Frequenzen, auf welcher dein Router dein WLAN ausstrahlt, zu verändern. Hier gibt es die Wahl zwischen 2,4 oder 5 GHz. Die Frequenz von 5 GHz ist neuer und wird daher nicht von allen Geräten unterstützt. Die meisten Router bieten das an, dass man sowohl in 2,4 als auch in 5 GHz sein WLAN verbreiten kann. Auseinanderhalten kann man die beiden dann mittels verschiedener Namen, die man selbst vergeben kann. 5 GHz solltet ihr für Geräte nutzen, die eine hohe Bandbreite benötigen, also Computer, Fernseher und sowas. 2,4 GHz ist super für Smart Home Geräte wie den Robby und sonstige Hardware. Mir gefällt der Utenic MC1 übrigens richtig gut. Man benötigt keine extra Hardware zum Absperren von bestimmten Bereichen. Die verbaute Technik ist auf einem echt modernen Stand und funktioniert grundlegend gut. Ein paar Kinderkrankheiten müssen zwar noch behoben werden, was zum Glück aber durch Software-Updates allein möglich ist. Die verbaute Hardware an sich ist fehlerfrei. Das Gerät sowie die Basisstationen machen einen echt wertigen Eindruck und sind mit haufenweise Features gespickt. Mit etwas Glück verlängert Utenic sogar den momentanen Rabatt noch. Diesen erhältst du, wenn du das Gerät über den Link aus der Videobeschreibung kaufst. Du saugst dein Heim lieber selbst von Hand? Dann kann ich dir meinen Produkttest zum Dyson V11 sehr ans Herz legen. Das Video dazu findest du gleich hier oben rechts.